nachdem wir jetzt vom Berg wieder runter sind, habe ich ein Feuerchen gemacht und da wollen wir jetzt dann gleich grillen. Es ist ein bisschen stürmisch, aber ich hoffe, das funktioniert. Zumindest angekriegt habe ich es jetzt mal. So, Essen ist gleich fertig. Es hat jetzt auch noch ein bisschen angefangen zu regnen. Insofern alles ein bisschen schwierig, aber egal. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das ist schon die zweite Runde. Ich gebe es ja zu. Erste Runde haben wir schon fast gegessen. Also nicht alleine, sondern wir haben noch 2 Gäste. Und wie sieht das Wetter aus? So. Und wie gesagt, es regnet ein bisschen. Ist uns auch egal jetzt. Wir essen jetzt. Das war noch ein Gast. Ein Hirtenhund, dem ich eben noch mal was hingeworfen habe. Eigentlich waren es 3. Atesh hat abgedreht. Der musste reingebracht werden. Ja, der hat hier was gekriegt. Der andere ist weggelaufen. Da hinten liegt im Nebel noch einer. Sieht man jetzt nicht. Er hat Angst vor mir. Aber wenn ich der Herde zu nahe komme, ist Feierabend. Ich grille und er weiß es. Er hat auch schon was gekriegt von mir. Und jetzt geht er da gerade die Schafherde ab. Die ist hier gerade vorbeigekommen mit 2 Hunden. Und die haben dem Hund, der hier natürlich gewartet hat wegen mir, weil ich dem was zu essen gegeben habe, dem haben die mal eben Bescheid gesagt. Und der hat das echt, der ist geflüchtet. Jetzt kommen hier noch ein paar Kühe vorbei. Also richtig idyllisch. Fehlt eigentlich nur noch das gute Wetter. Jetzt regnet es eigentlich. Kleiner Nachzügler. Muss noch schnell nach Hause laufen. Die anderen sind schon zu Hause. Ja, das war der heutige Tag. Die Schafherde ist ja in diese Richtung hier gelaufen. Und die sind dann, was hat die Kuh denn gerade gehabt? Naja, die sind dann jetzt im Stall sozusagen auf der Weide, so ein eingekreistes Gebiet. Ja, jetzt geht hier alles mehr oder weniger schlafen. Mein letzter Rest ist hier auf dem Grill. Das lasse ich mir jetzt gleich noch schmecken. Ihr wisst ja selbst, der grillt, ist immer der Depp. Rennt immer hin und her. Dafür kriegt er jetzt das Wärmste direkt vom Grill. Ja, das war's für heute. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Einen schönen guten Morgen. Tag 3, glaube ich, hier in den Bergen. Es ist früh morgens, die Schäfchen gehen weg und wir haben hier oben auch noch etwas entdeckt, wo wir nicht wissen, warum das da steht. Das scheint auch noch ein Schaf zu sein. Das steht da aber einfach so rum. Ich weiß nicht, ob es ausgebüxt ist oder ob es die Nacht in den Bergen verbracht hat, weil es irgendwie sich verlaufen hat oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, die Herde kommt. Vielleicht sammeln sie das Schäfchen wieder ein. Und ja, das Wetter ist, wie ihr sehen könnt, hervorragend. Das Einzige, was hier heute Nacht das Problem war der Wind. Man hört es jetzt auch noch so ein bisschen. Heute Nacht hat es echt gestürmt. Und da kannst du fast bei nicht schlafen. Naja, heute chillen wir wieder und morgen geht es dann wohl zurück. Das ist der Plan für heute. Nichts tun. Wobei, wir haben schon was getan. Sharifi zumindest. Brot gebacken und sauber gemacht. Ein kleiner Blick in diese Richtung. Ich hoffe, dass der Wind nicht zu stark ist. Also auch hier, ihr seht, keine Wolke weit und breit. Vielleicht lasse ich nachher nochmal die Drohne fliegen. Vielleicht ist aber auch zu viel Wind dafür noch. Schauen wir mal. Feuer habe ich jetzt mal gemacht. Das brennt. Und, oh, habe ich gehört, dran steckt das Brot. Lasse ich aber jetzt mal zu. Kannst du ruhig öffnen. Kann er ruhig öffnen. Hier, da ist das Brot. So, Atesh chillt.
So geht's morgens los. Bis auf Brotbacken, das haben wir das erste Mal jetzt hier gemacht. Diesmal. Aber gut. Wieder mal Käse mit Ei zum Frühstück. Aber das ist dann so ein nicht selbst, ja, selbst gemacht schon. Also richtiger Käse. Also Leuten gemacht. richtiger Käse von Leuten gemacht, Die von hier. die hier leben. Und es ist So wird das gegessen. So. was sie damit sagen will, es schmeckt. Ich hätte das Brot verbrannt. Ja. So, das Brot hat jetzt eine kleine schwarze Stelle gehabt. Ist verbrannt. Kommt Ja, jetzt noch mal das Problem ist, Backen in so einem Ofen hier ist jetzt nicht so ohne, scheinbar. Vor allen Dingen für die Leute, die es nicht gewohnt sind. Ja, das muss man immer drehen und ich habe es vergessen zu drehen. Tja. Pech. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja noch ein bisschen was. Das wird schon. So, jetzt hat es aus dem Ofen rausgeholt mal. Die eine Seite ist braun, die andere Seite sieht so aus. Schauen wir mal. Jetzt wird gebraten, keine Ahnung. Öl rein. Ich drehe es einfach um. Und verbrennen. Ab in den Ofen. Und wieder Rindermehl. Wir warten aufs Ergebnis. So, das scheint jetzt fertig zu sein. Oder so. Na, gucken wir. Oh. Oh. Na, ist gut. Ein Eckmeck. Kross. Kann man Tuch drauflegen, wenn man nicht groß haben will, aber ich möchte es groß haben. Gut. Brot fertig. Wenn ihr euch gefragt habt, wie sieht es mit Hygiene aus? Duschen und so? Naja, eine Dusche gibt es hier nicht, aber es gibt Wasser. Es gibt Eimer und es gibt warmes Wasser, wobei das warme Wasser auf dem Herd eben erhitzt werden muss. Ja, und dann wie früher halt. Einmal drüber kippen, Haare waschen, Körper waschen, läuft. So geht das hier.
Einen schönen guten Morgen. Heute ist der, keine Ahnung wievielte Tag. Wir sind immer noch hier oben. Das Wetter ist heute hervorragend. Kein Wind. Ich konnte die Drohne steigen lassen. Und perfekte Sonne. Die ersten Ausflügler sind oben Richtung Göll gefahren, also zum See. Genau. Und ja. Und hier wird gechillt. Wie ist das Leben so? Ach, es ist so schön. Schau dir doch mal diesen blauen Himmel an. Hier ist Piekserchen. Autsch. Onları bileceğim. Tamam. Die Ruhe für Ateş ist vorbei. Wir haben einen Besucher. Ich muss Ateş reinnehmen schnell, sonst wäre er wieder aufgedreht. Wir sind jetzt reingegangen, weil draußen die Kuh ist. Der Besitzer holt sie gleich ab, die ist wohl ausgebüxt. Naja, und deswegen sind wir hier drinnen. Heute ist Sonntag und Familientag, Ausflugstag. Und das machen natürlich einige. Oben am See ist der Parkplatz voll. Sharifa hat gesagt, bestimmt so 10 Autos sind da runtergefahren. Ja, und jetzt sind hier, kommen 2 runter und der vornere, der dunkle, ich versuche es mal größer zu machen, der hier, der ist einfach querfeldein gefahren. Von da hinten, kann ich mal zeigen, der ist dann hier so quer hochgefahren, ist natürlich nicht weitergekommen und hängt jetzt hier irgendwie so ein bisschen am Berg und kann nicht in die Fahrspur rein, weil rechts und links richtig große Steine liegen. Da kommst du mit dem Auto nicht durch, auch wenn es ein Geländewagen ist. Ja, auf jeden Fall bestes Wetter heute am See und wie gesagt, Parkplatz voll. Ja, hier ist das Problem. Die Leitung war durch und beziehungsweise geplatzt und jetzt wurde hier eine neue Leitung gelegt, beziehungsweise nicht mehr hier durch, sondern die geht jetzt außen rum. Warte, das zeige ich euch. Dann geht also hier entlang, wird dann hier lang laufen, hier lang, hier lang, hier lang und bis dahin zum Hausanschluss sozusagen, der da ist. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass das dann hier außen rumgelegt wird, damit das dann auch nicht mehr entsprechend einfriert, wird es dann hier im Boden vergraben und in der Hoffnung, dass es dann einigermaßen hält. Auf jeden Fall, wenn es dann irgendwann mal was passiert, dann kriegt man es relativ leicht wieder raus und muss nicht da das ganze Gestein weghauen und die Terrasse zerstören. Ja, es wird natürlich hier draußen kaputt gehen, das ist klar, je härter der Winter ist. Und ja, hier draußen wird gerade die Hauptleitung repariert. Die ist nämlich ja auch kaputt. Das habt ihr ja beim letzten Video gesehen. Da mussten wir ja raus entsprechend. Jetzt müssen wir mal sehen, wie das denn entsprechend gleich klappt. Aber auf jeden Fall hier dick die Soße bei entsprechendem Durchfluss. Kann man irgendwie nicht abstellen, glaube ich. Naja, und so wird das Ganze dann repariert. Hier geht was ab. Eigentlich sollte die eine Kuh abgeholt werden. Aber irgendwie hat sie sich verdoppelt. Das sind jetzt 2. Und sie fressen hier, naja, Rasenmähen. Das hätte auch morgen sein können, am besten. Da sind wir weg, da können sie ja alles abfressen, wie sie wollen. Aber wir müssen ja hier mit Ateş gehen. Ateş hat Angst vor denen und bellt dann auch. Obwohl die ja nichts machen. Und naja, ist halt so. Und ja. Also viele Probleme, wenn man so ein olles Haus hat. Hier so ein Berghaus. Im Winter frieren die Leitungen dicht und gehen kaputt. Und im Sommer hast du dann die Arbeit. Die OP am offenen Herzen ist wahrscheinlich vorbei. Aber das sieht nicht so aus, ich glaube. Wir haben hier einen See.
Die Operation am offenen Herzen hat nicht so wirklich funktioniert. Jetzt wird das Dorf ohne Wasser gestellt. Hin hier ist der Ofen sage ich schon, der Wasserbehälter, der gespeist wird aus dem Berg. Da wird jetzt das Wasser abgestellt. Und dann kann man hier wahrscheinlich dann wieder anständig arbeiten. Der See ist mittlerweile groß. Schauen wir mal. So, jetzt erschwerte Lage der Situation. Nebel kommt. Hier ist noch alles schön, aber jetzt wird es dicht. Mal vor 5 Minuten war noch schönes Wetter. So schnell geht's hier. Wir sind mal wieder beim Frühstücken. Letzter Tag heute, jetzt geht's wieder heim. Aber vorher dieses hier. Na, wer kennt's? Jo, ist Mennemann. Spezial mit Käse von hier. Also frischer Käse vom Bergbauern sozusagen. Einen schönen guten Morgen. Heute ist der letzte Tag, aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, weil Frühstück habe ich ja schon mal gezeigt, oder das Frühstück habe ich schon mal gezeigt. Das Wetter ist heute schlecht. Zeit, dass wir fahren. Das machen wir jetzt auch bald. Das Auto werden wir jetzt nach und nach beladen. Da hinten ist es gut. Ja, was ich noch erzählen wollte, ist, es gab hier einen Zwischenfall oder sogar zwei. Ihr habt in meinem Video gesehen ein Schaf, was alleine oben auf der Weide stand. Dieses Schaf war krank. In der Nacht darauf hat dieses Schaf einen Bär gerissen. Lebt also jetzt nicht mehr, das Schaf. Und wie wir dann gehört haben, 2 Nächte davor, hier ganz in der Nähe vom Haus, ein weiteres Schaf gerissen worden, auch vom Bär. Ja, und deswegen hatte ich gestern beim Gassi gehen, als die Hunde wieder ordentlich angeschlagen haben. Wir haben das in der Nacht auch gehört damals. Da haben die Hunde entsprechend angeschlagen und ja, da ist wohl das passiert. Und als sie gestern angeschlagen haben, waren wir mit Atesh auch draußen. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist er wieder hier in der Nähe, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Und so ein bisschen Schiss hatte ich da schon. Aber wir haben es überlebt. So, jetzt habe ich versucht, noch ein bisschen mit dem Drohnen-Follow-Modus zu spielen. Es ist ja daneben gegangen. Hier Drohne einmal kurz gebrochen. So, das war es jetzt mit Drohnenfliegen für hier. Ist aber auch nicht schlimm. Fast nicht schlimm. Ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn ich das hätte jetzt mal einfachst machen können. Geht aber nicht. Insofern, auf dem Heimweg wollte ich das vor allen Dingen machen. Uns ein bisschen verfolgen. Geht nicht mehr. Thema durch. Ja, ich werde jetzt packen und dann fahren wir bald zurück. So, wir haben jetzt gepackt und fahren. Das Auto ist voll, Hund ist drin und es fängt an zu regnen. Es wird Zeit, dass wir fahren. Also heute ist das Wetter sehr schlecht. Die Kuh hier hat jetzt ihre Ruhe und ja, dann geht's jetzt los. So, wir sind zurück, also on the road und naja, das Wetter ist halt schlecht. Man kann halt nicht so sehr viel sehen. Wasserloch durch. Naja, so, mal gucken, wie weit es so geht. Vielleicht wird es ja irgendwann mal besser. Das weiß man ja hier nicht. Die Temperatur ist im Übrigen 13 Grad. Jetzt können wir mal die Heizung anmachen. So, diese Kuh hat ein Problem. Die hat eine Flasche im Mund. Eigentlich müssen wir da jetzt mal hin. Aber ich weiß. Nein, das haben die extra Fleisch gemacht. Scheint krank zu sein. Okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß nicht, warum Fleisch im Mund ist. Keine Ahnung. Naja, steht es vielleicht Medikament. Abend. Ja, heute Abend werden sie es ja. Wir kämpfen uns durch, das Wetter ist besser. Wir sind auch ein bisschen tiefer.
das hier die ganze Zeit so machen, Leute. Aber ich kann auch jetzt durch euch durchfahren. Ja. Ja? Ja. Geh weg. Ja. Achtung, wenn er sauer wird, parkt er sein. Das hat geholfen. Ah, Hupen geht. So. Und du auch. Ah, haben wir was gelernt? Hupen geht. Ja, bevor wir hier weiterfahren, wir sind jetzt in Bektasch, müssen wir mal eben das Auto sauber machen. Das geht gar nicht. Ups. Ordentlich Dreck gezogen hier. Da haben wir das Wasser jetzt geholt. Gibt es ja hier überall. Da hinten in dem Laden, da haben wir auch schon mal gegessen. War auch gut. Oh, jetzt haben wir hier noch ein paar Freunde. Ja, ja. Sichtweite nahezu 0 Meter. Also. Schrittgeschwindigkeit. Ein bisschen mehr. Das ist beängstigend, ist das Wetter. Ja, wir sind so aus den Bergen runter, noch 20, 25 Kilometer bis zum nach Hause. Das Wetter ist mittlerweile hier besser geworden, sieht man ja klar. Und wir sind die ganze Zeit hier im Nebel gefahren, nicht so dolle. Aber jetzt geht's wieder. Und ich wollte mal eben hier so ein bisschen aufnehmen. Mittlerweile ist die Temperatur bei 20 Grad und die Jacke kann jetzt ausgezogen werden. Gut, jetzt noch den letzten Rest.